It was the biggest Pegida protest so far. 25,000 people, according to police estimates, at a skateboard park near the city centre. And this time, among the flags and banners, a lone French tricolour. Earlier, the organisers had been accused of using the Paris terror attacks to boost numbers, but they strenuously denied it. Also wir haben heute unseren Abendspaziergang wie jeden Montag und wir haben sicherlich heute den Opfern gedacht, natürlich, das ist auch richtig so und es gehört sich auch so, aber wir haben jetzt nicht explizit einen Trauerspaziergang oder extra dazu aufgerufen, nein, überhaupt nicht. As they set off to march through the city, the Pegida protesters also stressed that Germany's problems were their reason for being here, foremost among them Muslim immigrants. Dass das Volk ein größeres Mitspracherecht hat, was in dem Land passiert. Betreff Einwanderung, was die Kriege, die im Umfeld passieren, die vielen Kriege. Dadurch kommen ja auch riesige Flüchtlingsströme nach Deutschland rein und in andere Länder nach Europa. Ich persönlich fühlte mich fremd in Mannheim, weil ich dort lange Zeit gelebt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Ausländer dort überheblich wurden und gegenüber den Deutschen rücksichtslos. Opponents of the march tried to block its path. Outnumbered, but not outvoiced. By day, Dresden is a peaceful city. Tourists meander through its pretty streets, admiring the Baroque architecture. One of the ironies of the Pegida movement is that there are hardly any Muslims here, around half of 1% of the local population, compared to around 4 to 5% in Germany as a whole. Syed Mahmoud has lived here for 18 years. Originally from Baghdad, she's a social worker and a popular visitor in her local Italian cafe. Syed says the protests have not intimidated her, but have affected others. Heute höre ich von manchen, dass sie nicht auf der Straße sich trauen, vor allem muslimische Frauen mit Kopftüchern. Da frage ich mich, warum? Warum sollen diese Frauen Angst haben? Warum? Bis jetzt haben wir so gelebt und Frieden gelebt und wollen wir weiter? It's a question many German politicians have asked, accusing Pegida of spreading hatred and intolerance. Dresden cultural institutions have joined the criticism. Flags outside the Semper Opera House declare eyes open, hearts open, doors open. The City Gallery proudly declares it's a house full of foreign art. But some say Pegida raises complex issues and should not be dismissed. Frank Richter was a leading figure in protests in Dresden against communism in 1989. Some of the slogans of that time have been co-opted by Pegida. He believes the movement is really driven by frustration from social issues caused by the years of economic upheaval since the fall of communism. Ich habe auch schon sehr viele Hetzreden gehört. Das heißt, es ist deutlich, dass wir ein Potenzial an Rechtsextremisten haben. Aber die übergroße Mehrheit, die 90-prozentige Mehrheit der Menschen, die demonstrieren gehen, sind keine Rechtsextremisten und sind keine Nazis und sind auch keine Gewaltbereiten, sondern sind Menschen, die einfach Probleme haben und die einen Stau an Problemen haben, der sich so angesammelt hat, dass sie jetzt auf die Straße gehen und das entsprechend äußern. Pegida has led to large counter-demonstrations across Germany. In Dresden, it's a good-humoured event with music and comedy. Many protesters were carrying brooms and brushes to make their point. Der Besen, damit machen wir hinter Pegida den Dreck weg. Also weil im Prinzip wir davon ausgehen, dass unsere Stadt eigentlich beschmutzt wird durch diese Parolen, die dumpfen Parolen, die eigentlich im Prinzip keiner Faktenlage entsprechen, sondern die eben wirklich rechte Tendenzen aufweisen.
Und das Symbol ist also, sich nicht in den Weg zu stellen, nicht die Meinungsfreiheit sozusagen einzuschränken, aber dann zu zeigen, wir sind damit nicht einverstanden, wir machen den Dreck weg, wir räumen auf hinterher. Wir sind Dresdner, die weltoffen sind. The crowd at the counter demo is, generally speaking, younger than at the Pegida March. There's something of a carnival atmosphere. But Pegida and the demonstrations against it pose serious questions about the future, not only of Dresden, but of Germany as a whole.